Liebe, schön, dass du wieder mit dabei bist. Im heutigen Video nähen wir zusammen die Leggings Nora. Die Leggings Nora hat eine ganz tolle Schnittführung, besonders hier hinten. Ich weiß nicht, ob du das im Video jetzt so gut siehst, aber wir haben hier einmal bis hier runterlaufen eine Passe, die den Po schön formt, einen breiten Bund. Der Bund ist doppelt gelegt, dadurch gibt er auch noch mal ein bisschen Form. Und sonst haben wir eigentlich gar nicht viele Teile. Also das ist eine Vorderhose, eine Hinterhose, die Passe, der Bund. Und das war's. Der Zwickel dazwischen noch. Aber das ist auch super schnell genäht, deswegen würde ich sagen, wir legen los und in einer Stunde würde ich sagen, bist du damit fertig. Wir verwenden für die Leggings einen hochelastischen Stoff, der sowohl längs- als auch querelastisch ist. Dafür solltet ihr einmal euren gewählten Stoff testen, wie elastisch er ist, denn ihr solltet mindestens 70% Quer- und 50% Längselastizität haben. Dafür nehmt ihr 10 cm eures Stoffes und zieht den so lang, bis ihr nicht mehr könnt und misst dann diese Strecke aus und dann seht ihr, wie viel von 10 cm sich mehr gedehnt hat. Also wenn ihr jetzt 15 cm hättet, wären es ja 50%, wenn es 17 cm sind, wäre es zum Beispiel 70%. Und was wir auch noch brauchen, ist ein elastisches Garn. Wir haben jetzt hier ein Seraflex Garn verwendet. Dann könnt ihr nämlich dieses komplette Schnittmuster auf der Nähmaschine nähen. Das ist super cool, denn mit so einem elastischen Nähgarn kann man sowohl den Unterfaden als auch den Oberfaden verwenden. Und dann hat das eine super elastische Naht, die man sonst mit jeglichem elastischen Stich zu Hause überhaupt nicht hinbekommt. Nachdem ihr den Stoff gewaschen und gebügelt habt, könnt ihr dann die Schnittteile auflegen. Ich habe hier die Schnittteile schon gemäß des Zuschneideplans aufgelegt. Was ihr jetzt noch tun müsst, ist einmal den Fadenlauf auszurichten, denn der Fadenlauf soll parallel zur Webkante und zum Bruch sein. Dafür nehme ich dann das Maßband und messe am Fadenlauf einmal oben und einmal unten und schaue, dass der Fadenlauf parallel ausgerichtet ist. Das macht ihr dann sowohl mit dem Vorder- als auch dem Rückteil. Dann haben wir noch die beiden Bundteile, die werden an dem Bruch angelegt. Da achtet bitte darauf, dass die Teile genau am Bruch anliegen. Also einmal schön glatt streichen und die Teile bis zum Bruch legen, damit da keine Mehrweite entsteht, die ihr eventuell mit zuschneidet. Besonders wichtig natürlich auch bei der Passe, dass die gerade am Bruch anliegt und auch bei diesem kleinen Zwickel, dass man da genau arbeitet. Wenn ihr alle Teile ausgeschnitten habt, könnt ihr noch die Knipse markieren. Ich nehme dafür gerne so einen wasserlöslichen Markierstift. Ich bin kein großer Freund davon, die Kanten einzuschneiden, da wo die Knipse sind. Denn erfahrungsgemäß sind die immer zu tief. Deswegen würde ich euch raten, nehmt einen Stift oder eine Kreide. Welcher Knips gerne vergessen wird, ist der Knips am Bruch. Denn hier an den Bruchkanten solltet ihr auf jeden Fall auch knipsen. Das sind immer sehr wichtige Knipse für die vordere und hintere Mitte. Als erstes nähen wir jetzt den Keil an die Hinterhose an. Die Hinterhose ist das, wo hier ein größerer Ausschnitt ist. Die Vorderhose hat einen bisschen kleineren Ausschnitt und wir haben hier unten zwei Knipse, die auch für den Keil da sind. Also ihr seht jetzt hier die rechte Stoffseite von der Hinterhose und ihr legt jetzt rechts auf rechts den Keil auf die Hose. Hier seht ihr dann, dass die Knipse ja aufeinandertreffen und dann könnt ihr den Keil einmal bei 0,7 cm festnähen. Als nächstes klappst du dann den Keil auf und legst die andere Hinterhose rechts auf rechts da drauf. Und dann wird einmal die komplette Gesäßnaht, die wir jetzt hier nähen, in einem geschlossen. Also ihr näht hier an dem Zwickel entlang, also hier beginnt ihr am besten am Zwickel und dann einmal die komplette Gesäßnaht hoch und schließt die Naht bei 0,7 cm. Auch hier habt ihr wieder einen Knips am Zwickel, der aufeinander trifft und auch an der Hinterhose jeweils einen Knips, damit ihr dann da prüfen könnt, dass ihr richtig seid. So sieht die Hinterhose jetzt aus. Wir haben hier in der Mitte, da ist der Zwickel und hier oben die hintere Mittenaht. Als nächstes nähen wir dann die Passe an. Die kommt ja hier so da drüber
Und genauso nehmen wir sie dann auch an, also rechts auf rechts, bam, einmal so rum. Ihr könnt euch die dann feststecken hier einmal drumrum und dann bei 0,7 cm annähen. Als nächstes schließen wir dann die vordere Schrittnaht. Dafür legen wir die Vorderteile rechts auf rechts aufeinander. Und dann schließen wir hier vorne diese eine kurze Strecke bei 0,7 cm. Dann schließen wir die Innenbeinnähte. Dafür legt ihr dann Vorderhose und Hinterhose rechts auf rechts aufeinander. Schließt ihr einmal hier die komplette Naht. Achtung, hier auf den Zwickel aufpassen, der muss natürlich auch mit angenäht werden. Einmal rundherum bei 1 cm. Und wenn ihr schon beim Nähen seid, könnt ihr dann auch direkt die Seitennähte hier und hier bei 0,7 cm schließen. So, als nächstes schließen wir dann den Bund. Dafür legt ihr Vorder- und Rückteilbund aufeinander und schließt hier die kurzen Seiten bei 0,7 cm. Wenn ihr den Bund dann geschlossen habt, könnt ihr ihn einmal zur Hälfte wenden. Also einmal genau hier zur Hälfte falten. Und so könnt ihr den auch gerne schon mal einbügeln, hier oben den Bruch. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch die Nahtzugaben hier einmal auseinanderbügeln. Wir nähen dann jetzt den Bund an die Hose an. Dafür stecken wir den Bund rechts auf rechts auf die obere Kante hier. Achtet darauf, dass ihr den Bund richtig rum aufsteckt. Der Bund für hinten ist etwas länger als der für vorne. Deswegen ist das jetzt bei mir vorne. So. Und dann ziehe ich das so hier rein und stecke alle Knipse aufeinander. Und dann können wir einmal rundrum bei 0,7 cm den Bund annähen. So, und dann sind wir quasi auch schon fertig. Es fehlen jetzt nur noch die Säume. Den bügelst du dann 2 cm nach innen um und steppst ihn bei 1,5 cm ab. Und dann ist die Hose auch schon fertig. Ein Ratze-Fatze-Nähprojekt. So, du kannst ja mal auf die Uhr gucken, ob du wirklich 1 Stunde gebraucht hast. Als ich das Video hier gedreht habe, habe ich genau 1 Stunde gebraucht, um diese Leggings zu nähen. Mit Zuschnitt, mit Bügeln, mit allem. Also wirklich ganz schnell genäht. Wenn du das zusammen mit dem BH machst, hast du innerhalb von ein paar Stunden ein super Sportoutfit. Denn vielleicht sind die Neujahrsvorsätze ja noch akut und du möchtest noch ein bisschen mehr Sport treiben, wer weiß. Und dann wäre ja das Sportset auf jeden Fall das Richtige. Ich hoffe, dir hat es gefallen und deswegen würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal hier abonnierst und wenn du mir ein Like da lässt und wenn du mir bei Instagram folgst, da heißt mein Account bara_studio.